Morgen, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Und jetzt, wo die Marion wieder laufen kann, einigermaßen, müssen wir ja auch die kleineren Spaziergänge dokumentieren. Außerdem haben wir noch zwei Sachen auf dem Zettel. Eins wollen wir euch zeigen und das andere wollen wir euch erzählen. So viele geheimnisvolle Andeutungen. Immer eins nach dem anderen. Guck mal, der will guten Tag Hallo. sagen. Sie will eine Möhrchenkontrolle machen. Darf man streicheln? Ja, streicheln ja. Sie will eine Möhrenkontrolle machen. Ob wir Weil Möhrchen? ihr jetzt sagt, ihr habt keine dabei. Sie schaut gerne selber nach. Willst du überprüfen? Ja, das macht sie. Wie niedlich. Hallo, Süße. Wie heißt sie? Lotta. Hallo, Lotta. Neulich haben wir einen Nuschel getroffen. Ja. Der war so. Ja. Ne? Na, Lotta, Ja, wir haben sie keine guckt gerne Möhrchen. einmal in die Tasche. Ja, bitte hier. Bitte hier. Nix da. Und guck mal hier. Süße. Auch Hallo, nicht. Süße. Irgendwie haben wir es mit Pferden neuerdings. Ja, Letztes Mal haben wir einen Nuschel getroffen eine Haflingerstute. und die hat an Marion rumgeknabbert. Ja, Und jetzt haben wir gerade Lotta getroffen. Das war ein Shetland, ne? ein Shetland Pony, genau. Auch total niedlich. 2 Jahre alt. Und kuschelig. Ja. Und was wir euch erzählen wollten, nämlich, dass wir hier an der Insta360 X5 neue Mikros haben. Jawohl. Schon wieder. Wir testen mal wieder neue Mikrofone. Wir hatten ja die Boya Mini getestet und ein Video darüber gemacht. Die haben allerdings ja, manchmal geschwächelt und hatten auch andere kleine Probleme. Es funktioniert eigentlich recht gut Ja. oder funktionierte. Dann hat Boya aber das Boya Magic rausgebracht. Das ist ja auch ein Set mit 2 Mikrofonen, Empfänger, Ladegerät, bla. Und die haben wir jetzt gerade das erste Mal In Benutzung. in Echtzeitbenutzung. Ja. Also Soundqualität könnt ihr schon hören. Und darüber machen wir aber noch ein extra Review, wahrscheinlich morgen. Und zeigen das mal im Detail. Und das Ding ist richtig pfiffig und auch richtig cool. Das stimmt. Und universell, also nicht nur für die 360, sondern für diverse andere Geräte auch interessant. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Ne? Ich möchte einmal noch kurz auf die Boya Minis zurückkommen, denn das ist ja wichtig. Wir haben ein Review drüber gemacht und haben gesagt, dass sie gut sind. Waren sie ja auch. Sie sind gut. Es sind gute Mikrofone. Für unsere Zwecke allerdings insofern nur suboptimal geeignet. Eins der großen Probleme war, dass die nach einer Zeit ohne Kontakt zum Empfänger einfach ausgehen. Genau. Und- Und wenn man dann den Empfänger, sprich die Kamera, wieder angemacht hat, der Empfänger Strom bekommen hat, dann haben sie sich nicht wieder verbunden. Ja. Und wir konnten das dadurch, dass wir ja so selbst konstruiert Windpuschel darüber gestülpt haben, konnten wir auch nicht den Leuchtbutton auf den Sendern sehen, um so klar zu erkennen, sind sie an oder sind sie aus. Und das war für uns tatsächlich sehr unpraktisch und nicht gut zu handeln. Wir hatten also öfter das Problem, dass wir Videos ohne Ton produziert haben. Plus, sie haben eben manchmal auch geschwächelt und haben dann komische Sachen gemacht. Ne? Ja, diese Abbrüche, also so Ja, Abbrüche, sondern auch oder so ein Hall drauf. Hall drauf. Aber das war nicht oft. Wir wollen es nicht schlecht reden. Nee. Aber Haben wir auch im Video gezeigt, das Problem. wir setzen aber große Hoffnung in dieses Boya Magic. Ja, Jedenfalls sind wir jetzt in den Holmer Sandbergen mal wieder. Ja, Landschaft auf Sand nennt die sich. ja. Da erzählen wir nachher noch was zu. Wir zeigen euch auch noch was. Hier ist ein kurzes Stück Reitweg. Und wenn man hier abbiegt, kommt man auf einen herrlichen Wanderweg. Das weiß nur keiner. Nee, jeder denkt, das ist ein Reitweg.
Und da haben die Leute keine Lust zu, deswegen ist hier sehr wenig los. Ja, aber dann sieht das hier so aus. Richtig cool. Das ist wieder das Urige, das wir so gerne mögen. Mal hier den Umweg nehmen, ne? Und dann? Dann bin ich wieder da. Ich bin nur hier außen rumgegangen, nicht immer einfach nur stur geradeaus. Aber wirklich. Dann geht es ein bisschen bergauf, bergab. Aber immer herrlich. Ja. Berg ist auch schon zu viel gesagt. Hügel auf, Hügel Ja. ab. Guck mal da oben. Alter Schwede. Guck dir das an. Aber Wasser ist doch immer schön, ne? Ja. Das stimmt. Und was wir euch zeigen wollten, ist, die Firma Torras hat uns ein Case für Marions iPhone zugeschickt. Das haben wir nicht bezahlt, wir kriegen aber auch nichts dafür, dass wir das vorstellen. Trotzdem blende ich mal Werbung ein, Weil wir es geschenkt bekommen haben. weil wir es geschenkt bekommen haben. Die haben auch nicht gesagt, ob wir irgendwas, wie wir das zu machen haben. Wir gucken uns das jetzt zuerst mal an und nehmen euch da mit auf die Reise. Bin tatsächlich sehr gespannt, denn die Hülle, die ich aktuell in Verwendung habe, ist tatsächlich auch eine Torras-Hülle. Denn ich hatte mit den durchsichtigen Handyhüllen immer das Problem, dass sie vergilbt sind. Und meine Mama hat die Torras-Hülle und hat gesagt, die vergilbt bei ihr nicht. Ja, die Und die vergeht da? auch nicht. Die hat sie jetzt schon Monate oder Jahre, ne? Also ein Jahr habe ich die, glaube ich, schon drauf. Und bisher ist da nichts vergilbt. Also richtig cool. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das, was sie uns da geschickt haben. So, jetzt packen wir das gute Stück mal aus. Da haben wir die Hülle. Ach, guck mal, quietschig. Oh, in bunt. Ja, Gleich schon mal vorab, die hat hier einen integrierten Ständer, um das Telefon aufstellen zu können. und dient auch als MagSafe. Das werden wir nachher noch ausprobieren. Das werden wir im Auto testen, genau. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Wir haben hier Buttons, genau. Da kann man praktisch die bunten Buttons, die da jetzt drin sind, tauschen, ne? Das ist ja richtig cool, denn das ist mir tatsächlich zu quietschig. Ja, Na gut, jetzt fangen wir erstmal an. Machen wir hier mal Be here now, make your stand. Jawohl. Das funktioniert schon mal gut. Soll ich die Buttons gleich mal wechseln? nee. Nee. Na dann. Einfach rein und gucken, ob es gut aussieht. Einfach rein. Oh Gott. Jawohl. Ja, das geht gut. Ja, das ging schon mal gut rein. Also ich muss Der sagen, Button lässt sich gut bedienen. ja, Ja. Oh, die Haptik ist angenehm. Die Ah, Haptik ja. ist tatsächlich angenehm von diesen Button, laut, zeig mal die leise. Rückseite. Sieht Und so es sieht aus. cool aus. Es sieht wirklich cool aus. Darf ich mal? Ja, klar. Bitteschön. Oh ja, das ist richtig geil. Ihr kennt dieses klebrige Gummierte, ne? Und das ist auch so ein bisschen gummiert, aber ohne klebrig zu sein. Das fühlt sich so ein bisschen rau an. Funktioniert einwandfrei. Und der MagSafe funktioniert auch wunderbar. Seht ihr ja hier. Ich packe den am Auto mal ran. Oha, das hat sich festgefloppt, du. Ja. Ja. Das ist richtig Hält cool. gut. Hält er gut, ja, ne? Ja. Aber am geilsten finde ich, dass ich hier wirklich Replacement-Buttons habe. Mhm. Die Hülle, die hat hier ein Airbag drin. Das bedeutet also, du hast das Handy in der Hülle drin und dann ist nochmal ein zusätzlicher Schutz. Wenn du hier guckst, siehst du das auch. Du siehst meine Haut am Rand durch, weil das eben zusätzlich geschützt ist. Macht das Handy natürlich ein bisschen größer, als es ohne Hülle ist. Aber das fühlt sich genial an. Also wenn ich jetzt einen Sturz aufs Display hätte, trotz dieser Display-Schutzfolie, würde nicht die Schutzfolie direkt aufkommen auf dem Boden. Und die Farbe ist übrigens Glacier Sprint. Das Ganze kostet auf Amazon 59,99.
hat eine Durchschnittsbewertung von 4,7 Sternen. Also Ich würde dem Ding auch 5 Sterne geben. ich bisher auch. Ich finde es haptisch total gut. Ja. Die schreiben in der Beschreibung nämlich, dass das zurückbammt. Also wenn es auf die Kante fällt, dass es dann zurückbammt praktisch und nicht einfach draufknallt. Der Marion baut jetzt mal die Knöpfe um, die nerven mich schon die ganze Zeit damit. Dann kannst du es auch vor Kamera tun. Ach du Jemine. Jawohl. Replacement Buttons. Das geht total easy. Und jetzt kannst du die neuen, würde ich sagen, da wieder Die müssen von außen wieder reingeklickt von werden. außen. Mhm. Ich bin zu doof. Ah, drin. Drin? Also man drückt die von außen einfach rein. Genau. Das ist, Man muss sie einfach von innen nach außen rausdrücken und von außen nach innen reindrücken. Und so sieht es jetzt mit den anderen Buttons und aus. funktionieren die auch so gut? Ja, gefällt mir sehr gut. Also, Link in der Videobeschreibung. Und geschenkt, aber nicht bezahlt. Und erstaunlich, wie ruhig es ist und wie wenig los ist. Dafür, dass wir herrlichstes Wetter an einem Samstag haben. Herzlich willkommen in den Holmer Sandbergen. Eine der größten Binnendünenlandschaften Schleswig-Holsteins. Wunderschön, aber irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Nee, wir sind noch nicht bei den... Das ist nur ein kleiner Teil. Ja, das ist noch nicht die große Fläche. Nee. Und hier hat man jetzt das ganze Gelände abgezäunt, weil die Heidelerche brütet, ne? Ja, von März bis August brütet hier die Heidelerche. Und das finde ich gut. Da muss man auch nicht reinlatschen. Hier Nee. ist genug zu laufen. Ich finde das klasse, dass den Tieren solche Schutzräume eingerichtet werden. Ja, Denn letztendlich bewegen wir uns in ihrer Umgebung und nicht umgekehrt. herzlich willkommen in den Holmer Sandbergen. Schon wieder. Diesmal ein bisschen ausgedehnter. Ist auch hübsch. Guck mal. Ist auch mediterran irgendwie, ne? Ja, sehr mediterran. Schon gewaltig, ne? Oh ja. Wie er sich im Wind wiegt. Einfach eine herrliche Gegend. Ja. Irre. Das Knirschen ist auch so schön von den Ja, das stimmt. Zapfen. Verabschieden wir uns aus den Holmer Sandbergen und von euch. Das war eine kleine Runde, endlich mal wieder schönes Wetter. Und Hier fliegen wirklich, die Libellen. und so leer haben wir es hier noch nie erlebt. Nee, keiner da, Herrlich. alle im Urlaub Oder im Bad. oder im Bad. Aber und Like nicht vergessen, Kostet euch nichts. bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Und bei so einem Wetter nie ohne Sonnenschutz. Ja. Niemals. Eure Haut braucht Sonnenschutz. Und nie ohne Wasser. Kommt nicht auf die Idee, dass irgendwelches Olivenöl oder sonstiges Öl toll für die Haut sei und sie schützen würde. Das ist totaler Schwachsinn. Expertin. Ja, nehmt Sonnencreme. Auch wenn es bewölkt ist, Ja, UV-Strahlung. UV-Strahlung geht auch durch wenn ihr im Wolken Schatten seid durch. Ja, und auch wenn ihr schon braun seid. Ne? so ist es. Die Haut wird geschädigt. Die Bräune ist nichts anderes als eine Hautschädigung. Und das wollt ihr auch nicht. Also, passt auf eure Haut auf und auf euch. Mama Marion hat gesprochen. Tschüss. Tschüss.
Ist auch so. Kriegen Sie nicht noch was? Ah, es ist schon wieder Deko. Ich habe noch nicht weggepustet. Ich weiß. Tschüss.